En ongewoonheid merken dat we dat jeder dag doen. En de werk dat we voor onze president beten. De presidents, wanneer we door naamloot, die hebben een zware wicht op haar schouder. Wenn die leiden deze country, en die wel de country, dat land wel die zijn te verbeteren, de governors. En wie würden vielleicht sagen, oh, nou, dat zijn alle corrupt en dat gaat alle scheef en dat zijn scheivigheid wat er aangaan. Ja, dat zijn soms van die, maar zoveel meer als het onze verantwoording, dat we beten voor die en dat God en wat wijsheid geven, om soms van die dingen uit te roden. Amen. En zo, ik geloof daaraan. Ik geloof aan je bed. Ik geloof dat God die hield je bed. Ik geloof hij antwoordt je bed en het merkt in Engersheid wat we als Christen doen. Ik zei nog eenmaal dat de country, dat het land zo goed optreedt als dat het hier in de States en in de wereld, dat als we de Christen zijn en de Christen beden doen. En zo, ik geloof dat we worden zelf van daar om vergeving vragen en zeggen, God, ik heb zoveel meer bloos al die aardige dingen gezegd en hoe onruhig dat is en hoeveel onruhig de geweld is wat er regeert en wat de governor alles aardig deed, dat we vergeving vragen. En laten we aan ons komen en zeggen, God, ik sta aan voor mijn president, voor de governor, voor de wat in onze stad regeren, wat hier dichtbij zijn, dat we gaan hier dat ze in dit land leven. Gaan we dat doen? En zo, wanneer het niet te veel is, ik wil best vragen dat je nog eenmaal afstoot. Ik weet niet hoe lang je staat, maar ik wil dat serieus nemen, ik wil dat we werkelijk wat denken wat we hier doen. Zowel best voor God komen, du kost in die gedanken kost du vergeving vragen, wo einmal du was vergeving vragen en ook beten voor de dingen wat du was beten. Maar ik wil je leiden, zowel best de uw toemerking beten voor onze country. Voor de hemel, we kijken van daar naar deze country waar we leven. En we vragen van der vergeving, wo we zoveel meer best hebben, die dingen abgenannt, wat ons niet goed zijn en wat er aardig gaan. En er staat dat we hebben aangestaan voor de presidents en de governors. En we hebben verantwoord voor al die wat hoog aangesteld zijn, wat ever aan zijn. We vragen best God vergeef ons voor dat. En ja, van ons best de gedanken en onze mindset en onze gedanken voor zo zijn, dat we aan die zijde zijn, wo we aanstaan voor onze presidents en wo we beten voor die aan jeder dag. Dat zij voor de rechte entscheidung maken. Du hast in die Wort gesagt, dat dit is wat we zullen doen en we hebben het niet nog gedaan. Maar vandaar staan we hier taub. Eerstens vragen we voor vergeving, wo we dat niet gaan doen, als kerk, als jeder einer apart. En we vragen van der God, zie met de president, wat het land regeert. Zie met al die verschillende governors, bijzonder de governor in deze state waar we ben wonen. De mayors in het dorp hier, waar we thuis zijn. Zie met en al die policen en al die aangestelden, wat de ordnung houden. Jaf en wijsheid, jaf en aanzicht, en jaf een beetje verstandnis en een wel om de dingen recht te doen. En jaf ons beetje de goede aanstelling, geen eind even, dat we aan goed zijn, voor aan beten en in je staten en de arbeid wat ze doen. We vragen dit in Jesu naam. Amen. Amen. Je kan nu een doel zaten, maar we vragen dat je in einigheid taubstonden is dit, wel we dat wieder doen, wel we dat niet plus eenmaal dit jaar doen, wanneer we de vlaggen vliegen gaan, wie zei, dat is de Mexico-dag, wel we dat in ons leven plus meer met naam brengen, dat we dit weer doen. Hey, ik zie zeer schaftig om te zijn dat Pastor John de eerst trägt, en hij is hier vandaag om de boodschap geven, en zo ik wil dus vragen dat je arm plus een welkom geven, dus op stage komt. Good morning. Ik vreemd me waar ik hierboven zijn, maar Jacobs hoofd zei er met zijn, dat ik niet voor van voet aan de roer, en ik weet niet wat ik doe met wel, maar ik vreemd me waar ik verjen staan, ik vreemd me dat die hier zijn, ook die wat online zijn, die zijn onze kerk ook, like Lebenswasser kerk is weit verbreitet over de ganze Welt, en we freuen ons daartoe. Over de laatste Monat oder so, hat Gott mich teruggenomen naar mijn reingans eerste boodschap, wat ik mal predigen deed. Ik heb veel boodschappen niet meer behouden, wat ik gepredigt heb, maar die ene weet ik van der nog correct uitwendig. Ik weer in de Bibelschool in Ontario today tijd, dat is een hing in de 80 jaren was, ik weet niet meer wat van jaar, 88 vielleicht. En ik deed een oefenklas nemen, deze klas die had te doen met predigen leren. En zo wat we deden in de klas van Port van de Heimarbeid weer, dat we moesten karte boodschap opstellen. En dan moesten we de predigen in de klas. En dan deden ze met een moviecamera opnemen, zoals we vandaag allemaal doen.
Aber dann wird es wat niet, dan weet het niet ganz so wahnsinnig. En dan dat we alle taub als Klaas dort even checken en dan het uitbeteren. Wenn, ich weiß nicht, ist je noch mal selbst beobachten. Darf je noch mal selbst beobachten? Allerhand van die dingen wat je doen, wat je niet mal antwoorden. Wir hatten da einen Student, der hat seine Papiere da fertig. Und dann checkt er nach seine Papiere, dann checkt er nach die Ark und wird so every Menschen, und einmal so steht even, dann war er drin im Papier. Dann deed wir das mal fast forward, like busig drehen. Und dann stand er da so steht. Und wir reden nicht so lang, weil wir wollen den Geneck nicht ganz ausscheren. Aber den Abend, wo ich predigen deed, dann kam Lorna mit. Wenn sie wir Beruf, dann wurde er junger Mann, da deed wie Jüngers nu sind. Sie wollen auch meine erste Botschaft hören, und so sie kam mit. Als wir in het huis voor, dan zei ze dat weer het laatste Mal, wat zij weer in de Bibelschule was. Jammer dat even mij, als die mij dat traag gefehlt hadden. En ik dacht, die hadden gleich so schlecht. Wie den some von den anderen Studenten fehlt alle. Aber Gott hat mich teruggenommen naar die Botschaft. In Philippa, die Botschaft die kommt uit Philippa Kapitel 1, wenn die door wel een hand drehen, ich war über dem in der Botschaft was durch sein, aber da war noch zu studieren. Aber in Philippa 3, Vers 1 sagt er dann wieder, meine Brüder, freut im Herrn. Er sagt auch in Kapitel 4, freut immer im Herrn, und ich sage noch einmal, freut. So, ich habe diese Botschaft von der genannt, Freid in Weedoag. Und weet je, dat houdt zich gelijk wat we durchgaan, naar wat van een Weedoag we durchgaan, aber onze Freid im Herrn, die konnte er blijven. Wenn die Dinge in dieser Welt verfallen, oder die Dinge gehen aardig in dieser Welt, oder die Dinge sind bei einmal so sehr anders, als du gedacht hast, aber Freid im Herrn. Freid wie uns in Jesus. En toen dat we ons im Herrn kunnen vrijen, dan moeten we de eerste zijn. En tweitens moeten we het geloven, dat we er zijn. We moeten geloven dat we haar eeuwig leven. Wo was die vrijen im Herrn, wenn die Gott weet, dat hij die niet wat naar halen en schmieden. En zodat is een part van ons Dietsche systeem aangemoeld, dat ons Mennonitsche systeem, dat we Gott weten wer we zijn. En zo'n dingen, een van de beste timers voor mij te predigen, dat is onze identiteit in Christus. En dat jij me zo erschijnt. En dat is niet de boodschap groot van dort, aber onze Freid im Herrn. En ik wil van daar naar Paulus checken. Paulus zijn leven. Weet je, Paulus en Barnabas, ze hadden het ook geschafft. In de eerste missionsreis, in Apostelgeschichte 13, van Paulus zijn missionsreizen aan. En zo zij reizen op de eerste missionsreis, ze kregen mensen daar verheft, er gesteinigt, er uitgeschmeten. Aber nu zijn ze teruggekomen en dan komt er een falsche leer in de kerk aan. En die leer heeft te doen met dat we bij Jezus wat bijleven voor de erlösung. En dan reizen ze naar Jeruzalem en daar wordt het dan durchgearbeitet met de ältesten in Jeruzalem, als de heiden ook maar een Juden worden, verder kan Christen zijn. En zodat komt alle verder. Aber dan is het wat zijn tweede missionsreis. En zij komen terug van Jeruzalem. En zij gaan gouden nodig met voor de heidnische kerken, dat de heidnische kerken, ze brauchen niet Juden worden, ze brauchen niet de besnieding gaan, ze kunnen aan Jezus Christus geloven. En weet je dat we een gouden nodig voor ons ook? We brauchen ook niet Juden worden, om aan Jezus geloven. En zo nu zijn ze drie. En weet je, ik wil je een 4 punten van jou geven. En actually wil ik dan weer anders zijn. God geeft mij 4 Punkte. Hij heeft over de laatste maand en deze 4 dingen aan mij geschafft. En ik dacht deze week zo, oké, deze boodschap is voor mij, van jou. God redt zu mir, wenn die wollen, kann je horchen, die können je een beetje overrecht zaten, vielleicht een beetje makkelijk doel zaten, wenn dit is voor mij persoonlijk. En dit zijn dingen waar ik met kamp van doe, en vielleicht doe je ook. En vielleicht helpt ons dat alle taub, dat we kunnen verder gaan in de leer waar we zijn. En de eerste punt, waar ik wil van reden, is dat God valt in een laadje steden.
Gott fällt eine Lage steht. Weet je, Gott ist ein Gott, der zwei Dinge trachstellt. Hij hat die Sünden vergeben, die verdorbenes Leben, dort stahlt hij tracht. Dat meint nicht, dass jeder Fall von den Leben weg ist. Oder dass die Dinge waren alle krank so worden sind, als die vorher wären. Und wenn ich sage, dass Gott fällt in der Lage steht, dann meine ich nicht, dass er wird, dass wir drei drin und dass wir krank so sein, als es mal wir. Aber Gott fällt in der Lage steht. In der zweiten Missionsreise von Paulus, das wo ich anfangen, von some Versen zu lesen, aber das heißt, es steht, dann am ein paar Tage, so Paulus und Barnabas sind zurückgekommen von Jerusalem, mit dem Nachricht, dass die Heidenbrücken nicht Juden waren. Das wo wir anfangen. Und dann sagt er dann am ein paar Tage, sagt Paulus zu Barnabas, weil wir gehen in all die Städte, wo wir den Herrn sein Wort gepredigt haben, die Brüder besegen und sein, wohin das geht. So Paulus, hij hat einen Traum, hij hat einen Plan. Hij und Barnabas haben die erste Missionsreise gedaan. Sie haben weins Feuerzeiten angefangen, worden von Weiden, vielleicht mehr. Und die Zeiten, die haben gekämpft, nicht mit einer falschen Lehre. Und Paulus, den hat besorgt. Und er will trägen, dass die Zeiten besiegen. Er will sein, wo die Zeiten tun. Und ich glaube, das ist ein ganz natürliches Ding. Weißt du, Paulus und Barnabas, sie leiten diese Zeiten ohne eine Bibel, ohne ein von ihnen zu bleiben, um die Zeug wieder leiden. Weißt du, was die da leiten? Den Heiligen Geist. Das ist ein von den sehr interessanten Dingen von der Apostelgeschichte, dass die fangen die Zeug an, in ein paar Wochen wieder werden die, was die anfangen, die Lehrer werden der Furt, und die Zeug, die was wieder. Und weißt du, ich will hier ein Ding sagen, das soll ihr nicht auch recht verstehen, aber ich wünsche, wir haben weniger Bibel, en mehr Heiliger Geist. Weet je wat ik met dat meine? Wie kann die Bibel haben und wie kann die auswendig kennen und wie kann alle menschliche Regeln durchnehmen und wie kann uns eine lange Streit menschliche Regeln abstellen, wo uns wirklich fehlt, als die Leitung von Heiliger Geist. Mit das Wort Gottes taub. Aber das, was diese Zeiten haben, das sind sehr interessante Dinge in der Apostelgeschichte. Aber sie haben die Zeiten durchlaufen ohne eine Bibel. Zu der Zeit hatten sie nicht die Bibel, das wieder haben. Vielleicht hat die Synagoge oder die Judenschule, die hat vielleicht eine Rolle von Jesaja-Brief oder von anderen Briefen in der Bibel. Aber die gewöhnlichen Menschen, die haben nicht eine Bibel, das wir erstens viel zu dir, dass wir nicht ein Buch, das wir das haben. Wie können die von der wieder Trocklot schreiben, aber so wird es doch nicht. Und so, sie hatten keine Bibel, sie hatten dort gelehrt, was Paulus gelehrt hat. Sie hatten vielleicht in der Synagoge das Alte Testament, some von den Wegen weins, aber das ist alles, was sie hatten. Und so Paulus ist besorgt über diese Zeiten. Und er sagt zu Barnabas, wir mal weiter trägen, und ich glaube, er hat den Plan, korrekt den Weg trägt zu gehen, wo sie erst gereist werden. Erstens nach Zypern, und dann nach Antioch Pisidien, und nach Iconium, und Lystra und Derbe, dort wären die Darpa, wo sie hinfuhren. Und so sie wollen da hingehen. Und dann passiert hier was sehr Interessantes. Das sagt, Barnabas bleibt dort stehen, dass sie Johannes Markus mitnehmen wollen. Na, wir weten nicht, krank, was die Streiterie hier wäre. Aber das Wort, was hier gebraucht wird, von dieser Uneinigkeit, das griechische Wort sein, sonst das ist ein Wort, was da, auf Englisch sagen, das ist ein violent word, like das ist ein Wort, das kommt meist krank bei den Füßen. Zwischen diese beiden Männer Gottes. Und so, hij bleibt dort stehen. Na, Johannes, wir mitgewas auf der ersten Missionsreise in Engstje. Und dann ging er in ein Haus. Wir weten nicht gleich, wer wird. Vielleicht hat er eine Girlfriend. Oder vielleicht hat er eine Mama, die sich bangt. Oder hat er den Weg abgewaschen. Johannes kommt von einer wohlhabenden Familie. Wir weten nicht, was mit Johannes wir, aber er hält nicht sehr lang aus. Und dann fährt er in ein Haus. Und das sagt du, was dort passiert, sagt er nicht viel, was Paulus davon denkt. Aber nun wollen wir an, was Paulus davon denkt. Und so Barnabas will den mitnehmen. Und dann sagt er, Paulus aber bleibt dort stehen, dass sie ihn nicht mitnehmen wollen. Und nu haben wir da zwei stiefjenäcke Jungs, die beide auf erster stehen bleiben. Barnabas sagt, wer will den mitnehmen? Und weißt du, die Frau ist für, und wer von diesen Jungs wäre reich? Ich glaube, wir sind beide reich. Barnabas hat ein Hort von einem Pastor. Heißt ein Hort.
Barnabas wie die, was Paulus halten, dass Paulus in die Kirche nicht angenommen wird, dann kommt Barnabas und hält ihm dann an. Barnabas ist so eine, er hat die Guf von einem Pastor. Er sieht ein Mensch ein Problem. Er sieht, wo ein Mensch fehlt zu halten. Barnabas ist der, was den Vers rein merkt. Paulus catcht den sozusagen, Barnabas merkt den rein. Dort ist seine Guf. Vielleicht wird Mr. Wolf uns kann sagen, was die Temperamenten sind von diesen beiden Jungs. Aber Barnabas, der hat ein Temperament, der eine Persönlichkeit von, er will Menschen eine zweite Gelegenheit geben, er will Menschen halten. Paulus heißt ein Apostel. Paulus ist einer, der durchpflegen hat, so ist es dann geht. Paulus wird der, der im Krieg das Erste ging. Paulus wird der, der das Erste verhaftet kriegt. Er wird der, der das Erste im Gefängnis ging. Er kriegt den ersten Chance. Dort wird Paulus sein Dienst. Und er weiß dort, dass Johannes wir nicht gewaschen für dort. Und so erklärt wir im Beitrag. Und dann sagt er hier, dass sie waren sich so uneinig, dass sie jeder irgendwas ging. Und so diese Brüder, diese Männer, Paulus und Barnabas, beste Freunde, lang tobt geschafft, tobt geleden für Jesus, tobt derche heftig gekriegt. Nur über einmal. Nu haben sie eine verschiedene Meinung, über ein Mensch, was fehlt zu halten, und sie gehen in ein. Dann sagt er, den Barnabas, nein Markus mit und Seel nach Zypern. Was ich will haben, die sollen hier verstehen können, ist, dass Paulus verlässt sein bester Freund. Na, der starb nicht, aber sie waren sich uneinig. Sie gehen in ein. Und er verlässt sein bester Freund. Er verlässt sein bester Mitarbeiter. Er verlässt den, was mit einem Taub hat, der sich Kirchen angefangen. Und dann der nächste Fall sagt er, aber Paulus will sich Silas und vielleicht auch. Und so Barnabas und Johannes, sie reisen nach Zypern, wo sie ebenfalls haben wollen. Dort wo Barnabas von Chim, dort wir sind Tüse zu sein. Und Paulus nimmt Silas und er reist den anderen Weg und er reist nach den anderen Kirchen. Aber was ich hier will rückzeichnen, ist, dass Gott fällt in der Lage steht. Weißt ihr, wer das Silas wir? Silas wir von Jerusalem mitgekommen. Als sie dort haben irgendwie in die falsche Lehre. Dann die Kirche in Jerusalem, sie schickten Silas mit, und dann ein anderer, der hat Judas, sie schickten die mit, um die Kirchen bestätigen, was ihre Entscheidung wie was über die Heden. Und nun hat Gott durch eine Person angestellt, wem Paulus kann mitnehmen. Gott fällt in der Lage steht. Das wir nicht Barnabas. Dieser hat nicht mit Paulus die Chance, dass Barnabas hat. Vielleicht wären sie nicht beste Freunde was, so Paulus und Barnabas auch für Jahre wären was. Aber Gott fällt in der Lage steht. Und dann reisen sie wieder und dann sagt er das in Vers 1, Kapitel 16, Vers 1. Er kam nach Derbe und dann nach Lystra. Da wohnt ein Jünger, der heißt Timotheus. Na dit Dorp, Lystra, dort wo sie Paulus steigen deiden, auf der ersten Missionsreise. Aber hier in dit Dorp, hier wie eine Früh, wenn Paulus sagt, Luther zu Timotheus, dass seine Großmama und seine Mama wären beidgläubig. Und die hatten Timotheus gehalten. Und ich glaube, auf der ersten Missionsreise, als Paulus hier mit Steiner totschlug, dann hat diese Familie sich bekehrt, wo Timotheus zu gehört. Nu kommt Paulus hier an, und weißt ihr was? Gott fällt in der Lage steht. Nu gibt Gott Timotheus nach Paulus, und Timotheus wird Paulus sein ganz beleifster und ganz tröster Mitarbeiter für das ewige Port von seinem Leben. Er hat seinen besten Freund verloren, aber Gott hat ihm nur den zweiten Mann gegeben. Gott fällt in der Lage steht. Und weißt ihr, wann wir das Geschichte wieder gehen? Ich hatte Versen hier nicht, aber wenn wir wieder gehen, dann kommen wir über den Bad Troas. Ich wollte noch von reden. Aber in Troas, durch Lukas, oder wie bleiben wir uns dort Lukas durch wir? Lukas ist der, was Apostelgeschichte geschrieben hat. Lukas ist der, was lang mit Paulus geschaffen hat, und er schriftet ganze Ding. Aber durch in Derbe, durch dat Paulus bei mir sehen, oder Lukas dat sehen schrieben ändern. Wat je bad door schrift hij in de derde persoon. Dat meint zoveel hij schrift van Jane. Die voeren door gaan, oder die nemen dat schap, oder die deiden dit. Van door wieder sagt wie nemen dat schap. Wie deiden dit. En zo dat is klaar, dat Lucas
irgendwo in das Weg in Ekleif, in Troas, door wir Lukas, en Gott geeft Lukas naar Paulus. En Gott braucht Lukas, zum das abschreiben, dass wir das von der haben. Aber der Punkt, was ich will hier uitbringen, ist, dass Gott fällt in der Lage steht. Vielleicht nicht so, wie das will. Vielleicht nicht die Person 3, was wir verloren haben. Aber Gott fällt in der Lage steht. Und weet je, ich finde es schwer zu glauben. Und ich will das oprechtig sein mit dir. Das ist ein Kampf was bei mir. Like wie weten, some dingen were never mehr dezelfde zijn. Never. Aber weet je ook wat? Gott wordt de Lage steht fallen. Amen. Weet je, ik lees Kirchengeschichte. Ich habe 14 Kirchengeschichte studiert, ein paar Jahre unterrichtet in der Bibelschule. Und ich würde Ihnen gerne mehr als 100 Geschichten vertellen von Kirchengeschichte, wo sie in Verfolgung den Lehrer rausnehmen. Auch in unserer Mennonitengeschichte, wenn jede Mennonitengeschichte kann, von Anfang, sie den meisten den Lehrer rausnehmen. Aber wisst ihr, was Gott tut? Gott fällt in der Lage steht. Die Kirche hat never abgehört. Wenn ein Lehrer wird rausgenommen, dann messt es wieder nie ein Lehrer. Und wisst ihr, wie haben das all gesehen in unserer Karte Zeit? Dass die Menschen sind, die verweg stoppen und die sagen, weißt du was, ich will Dollar für Jesus schaffen, ich will auch wo tun, ich will auch was tun. Gott hat null Menschen nennstellen, Gott hat null Lage stehen fallen. Und so ich will uns das Zeug merken. Vielleicht haben wir das von dir auch nicht sein. Some dingen waren never mehr dezelfde zijn. Aber weet je ook wat? Gott ist noch lang nicht durch. Noch lang nicht. Und Gott wird in steed fallen. Und so Gott fällt in der Lage steht. Der zweite Punkt, Gott merkt deren Tod und deren Up. Wann wir das sich wieder studieren, sie haben dort Timotheus abgepickt. Und so nu reisen sie wieder. Und dann lesen wir das in Apostelgeschichte 16, Vers 8. Sie reisen dann durch Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist dort nicht zulässt, dass sie nach Asien gingen. Ich stelle mir so vor, Paulus hat einen Traum. Paulus hat eine Vision. Und Paulus will nur Ephesus reisen. Das ist, was ich glaube. Die Bibel sagt uns das nicht, aber das ist, was ich glaube. Dann wenn das hier sagt von Asien, dann meint er nicht, dass sie wollen nach China reisen, oder nach Japan, oder irgend so was. Die wollen nach Kleinasien. Zu der Zeit, dort, was von der Türkei ist, dort wird Kleinasien tun, zu der Zeit Port von dort. In der Stadt Ephesus, die Hauptstadt Ephesus, die wir in Asien. Und ich glaube, Paulus hat einen Traum, dass sie wollen diese Städte besiegen, was sie dort von Anfang hatten. Die Kirchen haben angefangen. Und dann von dort wollen sie nur Ephesus reisen. Und weet je, das Westen, das hängt mir. Was sie reisen im Westen. Und dann sagt der Heilige Geist, nicht durchhaben. Und der Heilige Geist merkte der Tod. Wir wissen nicht, wo der dort geht, wir wissen nicht, was hier passiert. Seht ihr dort, passiert da was? Oder was passiert, oder wo wissen sie das, das sagt die Bibel uns nicht. Aber eigentlich haben wir klar sein, dass der Heilige Geist Leute nicht zu, dass sie nach Ephesus reisen. Oder dass sie nach Asien reisen. So dann reisen sie wieder und sagten, als sie Bad Mysien kamen, versuchten sie durch Bithynien zu reisen, aber Jesus in Geist leitet nicht zu. Dann ist das ein bisschen so fair. Sie reisen im Westen. Sie haben einen Traum, sie wollen nur die linke Seite. Sie wollen nur die Seite, nur Ephesus wie den Weg, von wo sie wären. Und der Heilige Geist sagt, nee, nicht durchhaben. Okay, wenn der Heilige Geist der Tod merkt, dann wollen wir nach Norden reisen. Dann wollen wir durch die Gegend reisen. Dann wollen wir durch das Wort predigen und das Evangelium verbreiten in Kirchen anfangen. Dann sagt der Heilige Geist, nicht durchhaben. Und dann haben sie, du hast mehr so ein Bild, dann haben sie einen schmaler Gang, Fahrweg. Und ich wundere,
wat onderhouden zij zich hier? En weet je, ik denk door menselijk noon. Ik denk door zo'n noon van ik dat weer. Like, wat wil God van ons? Ik dacht, we hadden das roep van God. God zegt je, we zullen Ruud kunnen evangelium predigen. Like, wat je voor, wat wil God van ons? Like, dit merk je niet zijn. Woens hebben niet naar Ephesus. Woens hebben niet naar de noordelijke steden gaan. Wat wil God van ons? Ik stel me zo voor, ze hadden deze onderhouding. Vielleicht waren sie ein bisschen mautlos. Vielleicht reden Silas und Timotheus so von, dass ich wundere, was wir uns angegangen haben mit diesem Paulus-Tag. Schafft ihr alle gleich. Ich weiß nicht, was sie verteilt haben. Vielleicht sind sie ganz mutig geblieben. Wir wissen nicht. Aber sie reisen wieder. Und dann kommen sie hier nach Troas. Dann danach hat Paulus eine Vision. Na, das passiert in Troas. Weil sie sind hier durchgereist mit Tonedieren. Und ich wundere, sie wunderten vielleicht, was das nächste, like, wo will Gott uns hart haben. Aber nu sind wir bei Troas, nu wollen wir dann durchpredigen. So denke ich, dachten sie. Dann danach hat Paulus eine Vision, dass ein Mann von Mazedonien beiden Stunden sieht. Komm, Eva, nach Mazedonien und help uns. Weet je, Lied, da sind in der Welt Geschichte manchmal Ereignis passiert, dass wenn der Ereignis nicht passiert wäre, dann würde es anders, ganz anders sein gewesen. Ich hatte eine lange Rede, aber meine Zeit redet mir nicht gut. Aber lass mich ein paar Dinge vertellen, was vielleicht noch nie gedacht haben. Stellt dir mal eine Welt vor, ohne vier. Ich meine, die würden die Hosen Reib eten, wollt ihr nicht? Was wollt ihr mit dort? Und so, als sie mal zum ganz ersten Mal vier merken, und sie können sich Fleisch backen, und sie können Eisen schmelzen, und was tun ihr nicht alle mit vier von der? Das ändert unsere Welt ganz. Noch ein Ding, was passiert ist in der Welt, ist, als sie mal das runde Rad uitvangen. Ich habe einen Verstall, man haben wir Feuer konkurriert haben. Dann wird sogar ein Fuhrstück rein. Aber wenn ihr das runde Rad, das hat bloß die Welt verändert, so wenig andere Dinge. Wir denken die meisten auch nicht. Wie ja, man so fort, aber dass die Räder schmack rund sind, wenn es nicht ganz angebalanciert sind, dann sind wir nicht zufrieden, wenn das Rest ist. Aber wenn ihr in runde Draht. Aber wisst ihr, was der geradste Art gewesen ist in der Welt? Als Jesus starb und von Tod abstand, das wird der geradste Art, was jemals gegeben hat in dieser Welt. Die Welt ist never wieder dezelfde gewesen. Und dann als der Heilige Geist kam, und als die Kirche anfing, und diese vergrühlte Jünger Jesus, die waren bei immer voll Kraft und fangen zu predigen, und die Kirche ging raus. Und die Welt verändert. Noch eine Art, was passiert dort wir in Apostelgeschichte 10, als Gott dort klar macht, dass die Heiden werden auch in den Erlösungsplan mit eingeteilt. Und wisst ihr, dort geht mir in die Wort an. Wenn Gott nicht hat entschieden, dass die Heiden auch gerat sind, dann wird keiner von uns hier und wir können nicht gerat werden. Das ist eine große Art, das hat uns Leben 100% verändert. Aber wisst ihr, dann kommen wir bei dieser Art. Diese Art, was hier passiert, das ist meine persönliche Art und ich will nicht sagen, wo wir hin. Vielleicht merkt das nicht sehr zu jung, aber zu mir das. Meine Vorväter, die kommen von Europa. Die meisten von Jüngern dann auch. Wenn wir wieder noch 500 Jahre drehen, dann kommen unsere Vorväter von Europa. Und weißt ihr, was hier passiert? Gott sagt zu Paulus in der Vision, er sagt, das Evangelium nach Europa drehen. Na, ich weiß, unsere Menschen wohnen da hunderte Jahre Luther. Und dann hat vielleicht wenig mit ihnen zu tun, dass wir dann durch Europa, aber das Support, was von der Europa ist. Aber weißt du was ich hier sage, ist, dass Gott mir eine Entscheidung, dass dort Land, wo die Urgrößer würden von kommen, die würden Jesus Christus schauen. Weißt du, wohin die Jesus von der Chance? Because unsere Vorväter rein ganz treibt Europa, hat Jesus gekannt. Und er hat es wiedergegeben von Generation zu Generation. Und dort ist, wo ihn ich und du von der Jesus schauen. Und weißt ihr, 5 Generationen Luther waren deine Freundschaft Jesus schauen, wenn du den hast gekannt. Das ist eine Frau von uns.
Maar weet je, dat is een grote aak. En God wil zich dat land, waar we van komen, dat land wordt het evangelium gaan. Ik neem het persoonlijk. Ik weet dat er vele jaren tussen en verschillende dingen passiert. Maar dat is zoals ik dat neem. En zo dan lezen we weer. En dan gaan we naar de nächste punt, really. Aber God fällt in de laatste stad. God merkt deren toe en deren op. Hij merkte der toe naar Ephesus, hij merkte der toe naar Noorden. Weet je wat? Hij merkte der op voor die. En hij leidt Paulus naar Troas en merkte der op naar Europa. En zij ging weer. En de derde punt, God gaf Freid en Weedoag. We lezen wieder in Apostelgeschichte 16:23. En als ze een goud verklapt hadden, nou, hier moeten we met teruggaan. Paulus en Silas en Timotheus, ze komen naar Filippi. En door in Filippi, daar vingen ze voets een vrouw, Lydia heette, en zij is een welhabende vrouw, ze heeft een groot huis. En deze vrouw bekeert zich. En deze vrouw loopt het aan door bij haar te wonen. En weet je wat? Ik denk zo steeds, okay, Paulus, hij reist door daar, ene der weer touw, de andere der weer touw, dat valt zich zo erfolglos, dat helpt je alle niks, like wat daar het ene komen ze bij Troas, dus een visioen, God roopt naar Filippi, naar Macedonië, naar dus Filippi, en dan gaan ze eraan en nu hebben ze wel endlich erfolg. Wauw, nu dat het mal wat, nu was het mal, nu was het tjoit mal, nu hebben we erfolg, maar nu dat het mal goed. En dan stonden we al en dat dorp, de schrichten hingen rond, de hebben bij zijn jes. En Paulus wordt in moedval van dat en schließlich hij draait zich om, hij drift in bij zijn jes eruit. En dat is me al, wat geëend van mana, wat daar haar geld merken. En zo nu is er geldschwal weg. Slapen ze Paulus en Silas vaart het gerecht, maar ze handje gerecht. Kleider wordt van lief gereten en dan kregen ze verklapt. En als ze een goud verklapt hadden, schmijten ze aan in dat gevangenis en bevolen den gevangeniswachter aan door Sache te houden. En weet je, lied, nu hebben we mal endlich erfolg. Nu gaat het mal schijn. Nu was het tjoit mal uit. Maar nu schaft het mal alle. En dan bang. En dan staat het. Nu zijn ze in gevangenis. Aber dan zegt het, Ober. Hier is het woord Ober. Aber midden in de nacht beten Paulus en Silas en zongen leider Gott te loven. En de andere vastgenomen hielden dat. En weet je, deze jongens zaten daar met zeer gekielde regens. De gevangeniswachter heeft in het onderste gevangenis gehoord vol stinken, het woed en de roten en wer weet alle. En daar zaten ze met ihre feit en sterke aangeschreven en de hangvlecht ook. En dan staat dat ze zeggen, God, wo wen dat, like, wo in viert ons her, like, wat schoot hier, wat is geworden, like, die roopt ze ons toch her, like, zo wie God in God zien wel. Hij had je toch een visioen gegeven, hij had je toch gezegd, hier zal je aankomen. En nu zaten we hier in de gevangenis, daar gedaan, feit vast en alles, en zo God woen. En weet je, lied, even de laatste maand of zo, een maand en een half, of 2 maanden actually morgen, ga ik zeer kampen met dit. Hoe ben God? Juist u niet een visioen. Leidt u ons niet, wat in de wereld als je passiert. En nu hebben we een wohl. Wie kan zaten en über Gott dol zijn, wie kan zaten en grunzen, wie kan zaten en opgeven en alles op nul hängen en groeven hebben en zeggen, dat heeft alle niks gedaan. Aber, wie kan God loven en prijzen, met der gekielde regens, met der gekielde horten, met een verdorvene wereld, tja wie ons willen God te loven en te prijzen. So wat willen we doen? En weet je, deze jongens, zij zaten in je gevangenis en zij zingen. En dat leidt ons naar de laatste punt. God zijn rijk was trots trouble. Mijn vrienden en ik kunnen houden ons van het woord trots. Dat meent niet dat we ons trotsen, oké? Okay? Dat heeft te doen met trots dem, oké? Okay? Kan je verstaan wat ik hier zei? Dat God was zijn rijk wanneer ook trouble is. En so hier wordt een beetje positiv durchgekomen. Maar dit is werkelijk de predigt wat ik dan moet predigen. Deze versen wat ik je nu wil lezen. Maar nu willen we ons maar vaststellen, nu zijn vele jaren vergaan.
Paulus has da var uitgekomen met het gevangenis in Philippi. Hij heeft zijn derde missionsreis over dem gedaan. Am haben sie in Jerusalem festgenommen und schließlich nach Rom geschickt. Und er zat in Rom in Gefängnis, als hij de Bericht schrift. En so nu gaan we naar Philippa. Philippa 1, Vers 12. En Paulus has in Gefängnis. Hij zegt, Brüder, dit zal je weten, wat ik durchgemerkt habe. Na merk den Satz für die vorig. Wo ist het in mijn leven? Wanneer ik would zijn, wanneer ik would naar wem schrijven zijn, ik wil handjes zullen weten, wat ik durchgemerkt habe, wo jet de Satz dan wieder? Wo jet er wieder voor ons? Zijn we dal, zijn we moedloos, zijn we ganz eng, zijn we dat haltners, we geven op, dat heeft niks gedaan, dat hangen we op nul. Wat zijn we van hier wieder? En dat is wat Paulus zegt. So hij zegt, Brüder, dit zal je weten, wat ik durchgemerkt habe, heeft metgeholpen, dat evangelium te verbreiden. En weet je ook wat, lied? Dat heeft voor ons al kracht hetzelfde doen. I mean, mensen, vielleicht wat ons nerven niet moet kennen. Like durch die tijd wat Steve en Dave en Esther, like durch die tijd wat die starven en zo wieder. Wie werden zo, ik weet niet, wie werden zo überrascht, dat is zo, aber eerst zijn we blown away, like, hoeveel mensen ons kennen. En hoeveel mensen ons motorspreken. En hoe schrecklich veel mensen is nennt je. En wie haben gehoord van mensen, ze mouten nu en ze willen widerschaffen en zo wieder. Aber weet je, Paulus zegt, wat bij mij passiert is, dat ze mij daar naar Rome in gevangenis had, dat heeft metgeholpen, dat evangelium te predigen. En je hebt ons twee wegen wat het geholpen heeft. De eerste is dit. Doordat als allen in de regeringspolis en ook alle anderen dat klooien worden, dat ik hier in Jezus voorzie. Nou, waar worden die dat aan? Weet je waar dat aan worden? Weet je, Paulus heeft in gevangenschap, hij wordt bewerkt van soldaten, vielleicht nog een soldaten ongesnallt met een keer. Tegen verstellen. Wenn du einen Mensch hast, der ist an die festgeschnallt, der kann nicht weichgehen und du kannst den Tag über von Jesus vertrauen. Der kann nur nicht haben, der muss da bleiben. Und das ist, was Paulus tut. Und weet je, diese Soldaten, die tussen den Arm, vielleicht alle 4 Stunden oder was immer System sie hatten. Und Paulus vertelt jeder einem von Jesus und der bekehrt sich durch und der ging dann 3 dorthin, vertelt all seine Freunde, weißt du, haben Gefangene, ich weiß nicht, so Menschen hat noch never sein. Und dort verbreitet sich durch den ganzen Palast, sagt er, durch das ganze Gefängnis, durch alles. Dann sagt er wieder, und durch meine Gefangenschaft haben die meisten Brüder am Herrn mehr Mut gekriegt. Gott sein Wort noch driester und furchtloser zu predigen. Und weet je, lied, ich muss sagen, das habe ich auch gesehen in unserem Leben. Und weet je, wie kann mutlos rumgehen, wie kann sein, das alles zum Grund, das ist alles verbrückt. Nu zijn we in Gefangenschaft en nu zijn we in Gefängnis, nu is het al durch. De Lehrer ist weg, den Lehrer haben sie angestoppt, den Lehrer ist fort. Was wollen wir nu wieder? So kann ich denken. Aber wir können checken und sagen, okay, was das Gott nu durch andere Menschen? Weet je, Lied, Gott fällt in der Lage steht. Und das sagen wir hier weiter. Und Gott fällt in der Lage steht. Aber das geht doch nicht ab. Wanneer het zo is dat einige Christen zit afgangs predigen. En afgangs en strijdzocht predigen. Weet je, wie predikers zijn zeer fijne mensen. Dat zal je bloos klaar houden. Maar alle wassen mal, dan is er nog afgangs en strijdzocht man. Door wir mensen wat Paulus nu nog versucht tot te zeggen. Je weet, moeten we zeggen dat bij ons ook een beetje zo, dat sommige mensen willen gleich nu dat we sozusagen inlegen, nu nog eens met een fout geven. Maar dat is bloß normaal, dat is bloß immer zo was. En zo dus zo een man wordt het orechte instelling predigen, aber hij zegt, dus ook zo wordt het goede meinung predigen. So Paulus zet de goede meinung, dat is wat hij wil uitgeven. Hij zegt wieder, zij rekenen Jezus wirklich veel, dat is wat het goede meinung predigen. Wilt ze weten dat ik hier zie voor het evangelium aan te staan. So deze de predigen Jezus in de goede meinung, ten Paulus halten en zo wieder. Aber hij redt van de andere ook. Hij zegt, ja, ne, also die wat orecht aanstellen kan. Ja, ne, de Christus maar uit afgangs als het rendrief predigen, meinen ze waren mee de gevangenschap nach Schwanemeer. Wie weet niet krijg wat te duiden. Wie weet niet wat hier verging. Aber irgendwie versuchen sie Paulus tot zu sagen.
Vielleicht dachten sie so, okay, nu ist Paulus dood, nu wil ik mal Anerkennung kriegen. Nu wil ik de grote Lehrer sein, nu wil ik de grote Prediger sein, nu wil ik die sein, wat alles im Schwengel hat, weil nu wil ik mal die Anerkennung kriegen, wat Paulus einmal krieg. I don't know, was der anging. Aber irgendwie versuchen sie, Paulus sein Leben schwanger zu machen. Und dann sagt Paulus das, aber was ist daran? Ob das nu den Abbrechen oder Abbrechen Grund kommt, dann wird je met dit halt messen mit Trouble. Dat wir wenn Jesus predigen, den Abbrechen Grund. Aber weet je wat Paulus von das sagt? Er sagt, das Wichtigste ist, dass Christus unter alle Umständen gepredigt wird. Und dort frei mich und wo mich wieder frei. Paulus sagt, weißt du was, wenn die Einstellung ordentlich ist, aber Jesus wird gepredigt, dann werden wir bloß froh sein, dass Jesus gepredigt wird. Gott ist immer grater. Das habe ich auch mal gesagt, aber Gott ist immer grater, als wir Menschen sind. Er ist immer grater, als unsere Einstellung ist. Und weißt du, was ich hier sehr interessant finde von Paulus? Ich wollte noch 2 Vers hastig wiesen. Er sagt in Galater 1 Vers 8. Und wenn wir, oder sogar ein Engel von Himmel, ein anderes Evangelium predigen soll, als dort, was ich gepredigt habe, dem Lot verflucht sein. Ziemlich sehr streng. Hier ist ganz anders, was Paulus dort hat. Er sagt in Philipper 3,2, wer dient für die Hohen, für die böse Arbeiter, für die, was den Körper verschneiden will. Diese Gruppe, und die, was dort in Galaterbrief sind, dort sind dieselben Menschen. Weet je wat ik hier zei? Dat Paulus is een andere mens als ik zie. Because ik zie toch als een mens dat wanneer ze wat je in mij zijn, dan word ik flippend al. Ich meine, wer die nicht wollte, über mich zu sein. Ich habe Ihnen einmal gesagt, ich soll nichts Negatives sein über meine Botschaft, but nicht weg. Okay? Aber weißt du, wir sind ein bisschen so, dass wenn irgendwer einmal was über uns sagt, oder uns vielleicht ein bisschen tolerant oder so wieder, dann ja, dort wo wir fixen, mit denen wo wir 3 tun, like, dann wo wir überlich. Aber wenn sie Jesus pflegen, oder Jesus brauchen zum Pflegen, oder Jesus tolerant, who cares? Paulus ist Charakter unter euch herum. Wenn sie arm wollen, sagen, und bei einmal sie das deuten, dann sagt er, who cares? So what? Aber wenn sie Jesus sein Evangelium verdrehen, dann wird es auch heute. Ich wünsche, ich werde alles so dort. Aber lass mich diese Feuerpunkte noch einmal mit Eva gehen. Gott fällt in der Lage steht. Wer wird bleiben, die Schwester? Vielleicht können wir das von dir auch nicht sein. Vielleicht weit wir nicht. Und mit das meine ich nicht, dass wir wollen somebody trägt, was krank so was sein aus Stevie, was krank so was sein aus Davie, oder was krank so was sein aus Esther. Das ist nicht, was ich meine. Aber Gott fällt in der Lage steht. Wer wir das annehmen, wer wir das bleiben, wer wir in den Glauben vorabgehen. Gott lädt euch, oder Gott merkt deren Tau, und er merkt deren Up. Vielleicht fallen wir bei einem Bett so, dass durch unsere Zeit, wir sind bei einem an der Tone der neue Idee wird. Aber weißt du was? Gott ist der, was deren merkt. Weil wir nicht abgeben. Vielleicht ist es ein schmaler Gang, wo wir nicht gerade durchgehen. Aber weißt du was? Dort ist das so traurig. Und du hast eine große Vision, zum ganzen Volk. Unsere Vision ist stark aus der politische Welt. Durchwetern können wir sein mit einer reinen, oder mit einem praktischen, reinen Evangelium. Und weet je, die Traum hat noch nicht abgehört. Vielleicht fällt sie dir toe, aber wir werden nicht abgeben. Wir wieder gehen in das ganze Ding. Gott gibt Freid in Weedoag. Und diese Freid, die muss in Jesus Christus kommen. Diese Freid kommt nicht in die Lehre, wo wir sind. Aber ich meine, das sind Dinge in dieser Lehre, das sind Dinge in unserer Familie. Fällt mir sehr schwer, durch Frau zu sein. Aber weißt du was? Wir sind in Christus. Und wir können uns freien in Christus. Und Paulus sagt, in Gefängnis von der Raum nach der Philippische Kirche, Freid in dem Herrn. Und so Gott ja Freid in Weedoag. Und Gott sein Recht wost, trotz Trouble. Amen. Ich will dir einen Mut merken von dir. Vielleicht bist du hier und du hast die, und ich weiß, sonst das muss wir nicht sein, so sei wir abgewaschen. Aber du hast die geäuert über Gott.
Dan weet je, God deed niet domme dingen. Dat de airplane dort im Korn landen, dat deed God nicht. Aber wir haben so Glauben, dass Gott ist allmächtig und Gott kann die Hand für je houden. Weet je, wo wir mit kämpfen als Lehrer schon nicht heute? Wohin seht uns nicht Gott, dass es nicht sehr viel? Wohin seht nicht einer von uns dort? Wenn wir reden alle mit Steve den Ofen vorher, wenn er früh kann, soll ich vor, soll ich nicht vor. Und wir geben das grüne Licht zu sein. Wohin seht Gott nicht zu uns? Sag Steve, weich bleiben von dort so wie zu kosten. Wohin? Weet je Gott, wir haben nicht die Frauen, aber wenn wir nicht abgeben. Vielleicht bist du hier und du hast dich im Bett getäuscht über Gott. Vielleicht hast du sogar gesagt, weißt du Gott, mit Gott siegt durch, dort wo ich alle auf dem Nähl hänge. Von der will ich beten mit uns taub. Und weet je Lied, ich habe gekämpft mit das. Ich muss bloß sagen, ich kann mein Glauben nicht weichgeschmissen, aber das ändert dann einmal der hat, wo ich kämpft mit das, das ist bloß einfach so, so das. Wir haben uns festhalten an Gott. Gott fällt laat stehen. Gott der Frieden und Weedoag. Gott hat deren aufmerken. Gott hat sein Recht bühen, wenn wir auch in tiefer Trouble sind, sozusagen. Aber Gott wird sein Recht bühen. Amen. Wir wollen alle zu beten. Himmlischer Vater, du weißt korrekt, wo uns Herz gefällt. Und Herr, einmal dann dürfen wir die blämen für so eine Dinge steht. Oder wir wissen, dass du bist allmächtig, du kostet haben abgehauen, aber du hast nicht. Und dann fragen wir, wo wir sind. Und dann weten wir nicht, dann einmal waren wir meist da. Und Herr, wir bekennen von dir, dass wir sind bloß Menschen und du bist Gott. Und in all unsere Frauen, in all die Dinge, was wir nicht verstehen können, weil wir von dir uns frisch die Hand geben. Wir wollen frisch an die glauben. Wir wollen frisch bloß klar haben, dass du bist ein guter Gott und dass die es zu vertrauen. Wir können die 100% vertrauen. Und Herr, ich bete, wenn hier irgendwer ist, wo du vielleicht mit dir kämpfen hast, bring das nu gerade nach Jesus. Vielleicht hast du andere Dinge in dein Leben belebt. Und du bist eine Person oder was immer in dein Leben war, was du nicht mehr ist, oder du hast Dinge belebt in dein Leben, wo du vielleicht Gott beschuldigen für das, oder du denkst, Gott hat die könnt beschützen, Gott hat die könnt unterschlagen, Gott hat die könnt unterstehen. Wenn wir dort mal loslassen und wenn wir bloß mal sagen, Gott, wir glauben an die, wir vertrauen die und wir holen uns an die in Mädel von unseren Frauen. Gut, bloß Frau, dass ihr noch ein bisschen länger, bis still bleiben, die Uhr tauchen, bis länger in Gebet bleiben. Jank hat hier Kart mit ihnen zu beten. Was mir wichtig wäre, also was Pastor John da sieht, ist von den Akten, was da passiert sind in der Welt. Und vielleicht bist du hier von der, oder vielleicht kriegst du von weit auf und du sagst, ich kann nicht Jesus angenommen, dort wird die geradste Akt sein für mein Leben, die geradste Unterschied zwischen Himmel und Hell. Wir wollen nicht haben, dass du hier so rausgehen, oder dein Internet aufstellen, für die dort hast du mit uns zum Gebet. So ich will bis Frauen, dass ihr alle taub würden beten, ich will euch leiden im Gebet, und wir bis Gott anladen, dass er in uns Leben kommt. Und vielleicht hast du jemanden, die sagt, ich will gleich getrickt kommen, was immer der Case ist, weil bis am Anladen in uns Leben. So ich will beten, und dann bet bloß mit mir mit. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mir gut bist. Ich danke dir, dass du meine Sünde hast betont. Ich nehme das von dir an. Ich lade dich an, in mein Leben der Lehrer zu sein. Und ich danke dir, dass du mir gut bist. In Jesu Namen beten wir Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey, that's awesome. Hey, mir habt das Mut gemerkt, ich hoffe, dass die habt das auch Mut gemerkt, dass du bis hier warst und wenn du das Gebet hast, wie wel bis hast du das kann wieder waschen. Und so ein paar Dinge, was du kannst tun, ist, du kannst die absehen für Tofas, du kannst die absehen für Klassen, wo du waschen kannst. Und komm, träg das hier in der Kirche, dass du wieder waschen kannst und mehr lernen, wer du bist in Christus. Das nächste Mal wird das aufmerken für die Offering. Jeder einer kann geben. Das Offering, das ist freiwillig. Jeder einer kann geben. Das Gott hat gesagt, dass sie geben soll. Das ist ein bisschen zwischen die und Gott. Was immer du geben lässt, das moved die Kirche wieder. Die Mission moved es wieder. Und das moved die wieder, wer du bist zwischen die und Gott. So ich wünsche dir bis Fried und sehen, wann du geben lässt von dir. Und das nächste Mal wird ein Video haben. Das Video, das ist für Jugend. Watch this. Openbaring. Deutlich merken, was vor dem verstärken wird.
Gott roept ons tot die openbaring van zijn vrede, licht en een leven gratis wat we ons jemels aan kunnen voorstellen. Die Herr, geheet die Königseer in Gewalt, die Herrlichkeit, die Sieg in die höchste Pracht, wird alles, was im Himmel und auf der Erde ist, dort ist dient. Die Herr, geheet das Königreich, wird du bis höher hoben als höchste über uns. Wirkliche Anbetung breitet die Wänge um unsere Harten durch, dass wir die Jengwort von Gott seine Offenbarung können erfüllen. Wann wir während sein, die der aufzumerken. Hey, dit is een worship night wat vandaag zo is wat passiert hier bij de kerk. Dit is voor de jugend. Dit is voor de jugend van 13 tot 25. En zo, dit is een van de laatste events wat we doen voor de jugend, voor een worship night. Eenmaal dit jaar, waar we ook andere worship banden en leiders aanloden, wat hier voor worship leiden, deel gezang wat er zijn, wat de goede boodschap zijn, zeer goede tijd. We rekenen op dat het huis wat vol wordt hier. En zo voor jullie oudere Freid, jullie ook besmet, het is niet voor jullie, het is voor de jugend. En zo, je jugend brengt jullie vriend her, we rekenen op een zeer goede oven. En we kijken verder weg en we vrij ons, dat we kunnen part van dit zijn. Tim, dit hier zit zo aanstellen voor jullie jugend, bis van de goede tijd hier. Zodat het van deel zo is, zo merkt je tijd dat je hier kan van deel zijn voor dat. Oktober den Samstag, dann haben wir ein Torfast hier. Das sind ein paar Sonntag wieder, nicht nur Sonntag, der nächste Sonntag. Nicht nur Sonntag, nicht der Wort, ich habe noch ein anderer Oktober-Samstag, okay? Oktober den Samstag, dann haben wir hier ein Torfast, wie ich kicke Pferdeweich für dort, wie frei uns für dort. Und wenn du noch nicht die hast abgesehen, du hast Jesus angenommen, du bist nicht getauft, das ist die Zeit für die. Sein die ab für dort. Jetzt bist eine gute Zeit, ja, wir haben die Top, das sind Tag 4, wenn wir die taufen hier, Oktober den Samstag. So noch hast du noch Zeit für dort, und so sein die ab für dort. Wir hatten kleine Gruppen angefangen, oder noch nicht angefangen, wir hatten aufgemerkt, dass die können ab sein und abschreiben, wenn die wollen Part sein von einer kleinen Gruppe. Für Sonntag haben wir das in der Klasse stehen, hat ein Teil Menschen, was sich abgeschrieben, wollen Part sein von einer kleinen Gruppe. Du hast noch mehr Raum, dass du eine Fähr läufst, so gut Hand oder Daschen, die kann ich abschreiben, wenn die will mit Freunden kommen, in den Werk, in eine kleine Gruppe sein, bis leben mit einem Top down, und so gut Hand schrieb die Nummer ab. Und das ist so gut, wenn du willst gleich ein Lehrer zu sein. Im Januar und wieder, wenn du willst, in das neue Jahr will ein Lehrer sein von einer kleinen Gruppe, schreib die Nummer auch ab. Und dann kann man uns reden, sei uns, was du willst gleich zu tun. Ich habe die helfen mit dort, und dann kannst du eine kleine Gruppe leiten und du der Lehrer sein. Und so freie Anzahl für dort, aber gute Hand und seid ihn ab für die Dinge, für die, was dort war, up sein für dort. Nächste Sonntag, wo wir hier einen Gastredner haben, kommt trägt, da wird eine sehr gute Zeit hier sein, wo wir einen Gast haben, und so kommt trägt nächste Sonntag für dort. Lebenswasser, ich würde bis fragen, dass ihr abstehen, ich glaube, das ist alles für Announcements, stopp es alle ab, ich will sagen, dass Lebenswasser hat ein Gebet-Team, eine Gebet-Gruppe, was hier rein sind für ein Beten, sie kommen hier noch fair. Diese Gebet-Gruppe-Team, die stehen sich taub und sie beten derche Weg und denken über, wo sie können jünd halten. So ich will Ihnen sagen, dieses Team, der ist hier, zum jünd halten. Was immer für eine Lehre und Leben du bist und du sagst, mir fehlt Gebet, was immer das ist, komm her, nicht was ein Abfall sein, was die wollen ankommen. Wir wollen auch nicht von ich denken von jünd, wenn die herkommen, because wir sind alle in der Lehre, wo wir wo wir uns Gebet fehlt. Und wenn dort von der Dienstag ist, komm her, und sie wollen für die beten. Dankeschön, Jesus, dass wir können in die Mäd sein für der und die Wort. Und ich will sehen, aber jeder einer, was hier ist, all die, was uns checken, dass sie bis vorhin gesehen, der Tag haben, und sie mit uns, dass wir von hier gehen, in Jesu Namen. Amen. Hatten gesehen, der Tag.